This is Hegel's Phenomenology of Spirit, the Preface. Preface on Scientific Cognition, Paragraph 1. It is customary to preface a work with an explanation of the author's aim, why he wrote the book, the relationship in which he believes it to stand to earlier or contemporary treatises on the same subject. In the case of a philosophical work, however, such explanation seems not only superfluous, but in view of the nature of the subject matter, even inappropriate and misleading. For whatever might appropriately be said about philosophy in a preface, say a historical statement of the main drift and point of view, the general content and results, a string of random assertions and assurances about truth, none of this can be accepted as the way in which to expound philosophical truth. Also, since philosophy moves essentially in the element of universality, which includes within itself the particular, it might seem that here more than in any of the other sciences, the subject matter itself, and even its complete nature, were expressed in the aim and the final results, the execution being by contrast really the unessential factor. On the other hand, in the ordinary view of anatomy, for instance, say the knowledge of the parts of the body regarded as inanimate, we are quite sure that we do not as yet possess the subject matter itself, the content of this science, but must in addition exert ourselves to know the particulars. Further, in the case of such an aggregate of information, which has no right to bear the name of science, an opening talk about aim and other such generalities is usually conducted in the same historical and uncomprehending way in which the content itself, these nerves, muscles, etc., is spoken of. In the case of philosophy, on the other hand, this would give rise to the incongruity that along with the employment of such a method, its inability to grasp the truth would also be demonstrated. Here's paragraph 1 in German. Eine Erklärung, wie sie eine Schrift in einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, über den Zweck, den der Verfasser sich ihr vorgesetzt, sowie über die Veranlassung und das Verhältnis, worin er sie zu anderen frühen oder gleichzeitigen Behandlungen desselben Gegenstandes zu stehen glaubt, scheint bei einer philosophischen Schrift nicht nur überflüssig, sondern um der Natur der Sache willen sogar unpassend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre, etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Standpunkts, des allgemeinen Inhalts und der Resultate, einer Verbindung von hin und her sprechenden Behauptungen und Versicherungen über das Wahre, kann nicht für die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen sei. Auch weil die Philosophie wesentlich im Elemente der Allgemeinheit ist, die das Besondere in sich schließt, so findet bei ihr mehr als bei anderen Wissenschaften der Schein statt, als ob in dem Zwecke oder den letzten Resultaten die Sache selbst und sogar in ihrem vollkommenen Wesen ausgedrückt wäre, gegen welches die Ausführung eigentlich und unwesentlicher sei. In der allgemeinen Vorstellung hingegen, was zum Beispiel Anatomie sei, etwa die Kenntnis der Teile des Körpers nach ihrem unlebendigen Dasein betrachtet, ist man überzeugt, die Sache selbst, den Inhalt dieser Wissenschaft, noch nicht zu besitzen, sondern außerdem um das Besondere sich bemühen zu müssen. Ferner pflegt bei einem solchen Aggregate von Kenntnissen, das den Namen Wissenschaft nicht mit Recht führt, eine Konversation über Zweck und dergleichen Allgemeinheiten nicht von
der historischen und begrifflosen Weise verschieden zu sein, in der auch dem Inhalte selbst, diesen Nerven, Muskeln und so fort gesprochen wird. Bei der Philosophie hingegen würde die Ungleichheit entstehen, dass von einer solchen Weise Gebrauch gemacht und diese doch von ihr selbst als unfähig, die Wahrheit zu fassen, aufgezeigt würde. So wird auch durch die Bestimmung des Verhältnisses, das ein philosophisches Werk zu anderen, oh, excuse me, that was the next paragraph. It's paragraph 1.